Hallo zusammen, schön sind ihr dabei zu einem neuen Video auf dem Kanal Outlander Ventures. Die heutige Wanderung beginnt in Baden im Kanton Aargau, geht dann über die Legern Richtung Rielsdorf. So, beim Schloss Schartenfels angekommen. Hier gibt es die Möglichkeit direkt auf die Gratwanderung, aber ist eine Strecke so T3 Schwierigkeitsstufe. Trittsicherheit, denke ich, hätte ich, aber schwindelfrei könnte mir zum Verhängnis werden. Darum gehe ich lieber auf Nummer sicher, gehe den Weg am Wald entlang, ein bisschen unterhalb, bevor es dann weiter vorne, irgendwo unterwegs dann auf den Grat hochgeht. Das wäre der Weg, weiß-rot-weiß, T3, hier hoch. Aber ich nehme den einfacheren Weg, sicher ist sicher, durch den Wald.
Brille ein bisschen angeschlagen, weil es die ganze Zeit hochgeht. Aber noch ein schöner Grillplatz unterwegs. Leider keine Wurst dabei und wäre auch noch ein bisschen zu früh. Ein bisschen außer Atem, aber ein kleiner Gedankengang, der mir jetzt doch durch den Kopf gegangen ist. Da drüben, oben wäre die Gratwanderung. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Weg hier nicht so schön ist. Ich laufe mega gern durch den Wald. Aber oben denke ich, wäre die Aussicht wahrscheinlich schon hammermäßig gewesen. Aber eben eine Gratwanderung. Links und rechts geht es nach unten. Schmaler Pfad über so Felsen. Dann kommt die Höhenangst, der Schwindel. Passiert sowas schnell. Dann lieber wirklich auf Nummer sicher gehen. Normaler Waldweg. Und die Aussicht im Wald genießen. Und es wäre ja nicht nur die Gratwanderung links und rechts nach unten, sondern auch hier haben wir jetzt schon 9% Steigung. Dort wären gewisse Städte wahrscheinlich steiler gewesen. Dann kommt noch die Erschöpfung dazu. Wollte ich das nur kurz sagen. Von hier hinten wäre der andere Weg gegangen oder gekommen, der Höhegrad. Aber wie auf der Tafel steht, exponierter Weg, Trittsicherheit und schwindelfrei zwingend. Ich denke, war ein guter Entscheid. Aber jetzt geht es in diese Richtung weiter. Und auch ein bisschen Gratwanderung mäßig. Und gestartet von den Höhenmetern in Baden waren es etwa 360 Meter. Hier hinten war noch eine Tafel, aktuelle Höhe 785. Doch ein paar hundert Meter Anstieg in etwa 1,5 Stunden. Ja. Oh, zweithöchsten Punkt angekommen, 859 Meter, der Legeren Burghorn, ich muss es kurz nachlesen, sorry. So wie man ein bisschen im Hintergrund sieht, das wäre da, glaube ich, auch die Gratwanderung gewesen, immer auf solchen Felsen, nur da hat es noch so ein Geländer, gerade hier, eine Bank, sieht man es, werde ich nachher natürlich auch benutzen. Aussicht genießen, aber über solchen Felsen laufen, das wäre wirklich nichts. Auch vorher hat es 1-2 Passagen gehabt, wo ich gedacht habe, so, ja, geht ziemlich das Loch herunter. Aber jetzt bleiben wir ein bisschen sitzen, genießen die Aussicht, vielleicht noch einen Riegel reindrücken, an die Höhe gewöhnen
bevor es wieder weitergeht. Genießt die Aussicht. Ich hoffe, euch hat die Kurzaufnahmen gefallen mit dieser Aussicht. Was auch gerade noch hier oben ist, der Kantonswechsel vom Kanton Aargau in den Kanton Zürich. Die Pause hat jetzt auch gut getan und weiter geht's. Hoffentlich sieht es nicht so steil aus wie hier vorne. Hoffen wir mal. Jetzt habe ich ein längeres Stück mal nicht gefilmt, weil es ging wirklich links und rechts steil bergab. Nichts für mich. Hoffe, es hört bald auf. Einmal und nie wieder. Solche Wege jetzt wie hier, das ist okay. Links und rechts hat es noch Bäume, man könnte sich noch halten, falls man das Gleichgewicht verliert. Aber wie vorher, leider konnte ich keine Bilder machen, da ich beide Hände brauchte zum mich festhalten. Und dann auch vergessen, eine Aufnahme zu machen, als es vorbei war, weil der Kopf war noch so im bisschen Panikmodus. Ja, aber jetzt ist zurzeit gut. Wie ich mich freue, dieses Zeichen wieder zu sehen. Weil das sind normale Wanderwege. Das Weiß-Rot-Weiß, schon Bergwanderweg oder so irgendetwas. Müssen wir nochmal schlau machen. Aber gelb, gute Erfahrung. Viele Aufnahmen nicht machen können. Aber ich denke, später mache ich vielleicht noch einen Real Talk. Mal schauen. Aber jetzt normaler Wanderweg genießen. Vorhin war jetzt die Hochwacht. Schon viel mehr Touristen oder Wanderer
Man kommt gut mit dem Fahrrad hier nach oben, zu Fuß. Beliebtes Ausflugsziel, vor allem am Wochenende. Im Winter, wenn es Schnee hat, ist auch cool, von hier oben nach unten mit dem Schlitten zu fahren. Leider waren die letzten paar Winter ja nicht wirklich ideal. Und die Wanderroute geht jetzt echt mit dieser Waldautobahn alles nach unten. Nächstes Ziel wäre dann Regensberg. Jetzt noch zu dem Real Talk, was ich vorher mal erwähnt habe, betreffend so einem Höhengrad. Also jetzt mal, macht irgendwie schon Spaß, so etwas durchzulaufen, aber vom Genießen her, nicht wirklich. Ich bin selber zu fest mit dem Boden fixiert. Man soll ja nicht nach unten schauen, wenn man Höhenangst hat. Und dann von der Aussicht hat man wirklich nicht viel. Lieber so im Hang. Auch wenn das dort relativ steil ist, ist okay. Aber so wirklich einen Grad, wo man einfach nur durchläuft, dass man durchgelaufen ist, passt für mich jetzt weniger. Ich denke jetzt eben solche, die jetzt keine Höhenangst haben, für die spielt es keine Rolle, die können links und rechts noch schauen, Aussicht genießen, aber bei mir ist wirklich auf dem Boden, bringt für mich nichts, kann auch nicht filmen, bringt für euch nicht wirklich viel. Darum hat auch von mir noch nicht wirklich viele Wandervideos gesehen in den Bergen. Wenn dann mit der Seilbahn nach oben Aussicht genießen, da bin ich voll dabei, aber so wirklich oben durchlaufen ist nicht so meins. Vielleicht hat auch dann mein inneres Ich dazu mal gesagt, kauf dir ein Gravelbike, dann bleibst du auf normalen Straßen, die sind nicht gefährlich, von der Höhe gesehen, abgesehen vom Verkehr. Man sieht viel, man kommt schneller vorwärts. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Und auch zum Eingestehen, genieren muss man sich ja nicht, wenn man Höhenangst hat und einem das nicht passt. Lasst euch nie zwingen zu etwas. Wenn ihr euch wohlfühlt, Spaß habt, das ist die Hauptsache. Und darum laufen wir jetzt weiter, die Waldautobahn herunter, wunderbarer Kontrast und genießen wir es. Nun, Regensberg angekommen, schauen wir uns ein bisschen herum, weiter vorne noch ein bisschen die Aussicht genießen. Ja. Befinden wir uns im Turm, hat noch eine kleine Ausstellung, schauen wir uns gemeinsam an und steigen nach oben.
Hammeraussicht. Von diesem Berg komme ich jetzt herunter, respektive rübergelaufen ja mit euch. Laufe noch kurz hier rüber. Ja, mal sieht man. Weiter hinten ist dann Dielsdorf, das Ziel von dieser Wanderroute. Dielsdorf Bahnhof. Langsam auch ein bisschen geschafft. Jetzt noch ein bisschen die Aussicht genießen. Dann Sightseeing Regensberg noch weitermachen. Melde mich dann wieder. Jetzt lassen wir Regensberg hinter uns. Die Wanderung geht weiter Richtung Dielsdorf. Nun ist es nicht mehr so weit bis Dielsdorf. Ich versuche jetzt hier oben schon mal die Abmoderation, bevor es im Stadtgetümmel, Lärm, Autoverkehr. Hier ist doch noch einigermaßen ruhig, also das Flugzeug oben durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Entschuldige mich, dass es nicht viele Aufnahmen gab von der Gratwanderung, aber lag wirklich nicht drin. Aber wenn es doch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Schreibt bitte gerne auch in die Kommentare, sei es positiv oder negativ, egal. Somit wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!